Hallo zusammen. Während ich hier an meinen neuen Bildern arbeite, ihr wisst ja, ich habe mich jetzt dem Thema Frühling gewidmet, da möchte ich euch etwas erzählen. Es ist eine wunderschöne Jahreszeit, aber für viele Menschen ist sie auch mit wirklich großen Belastungen verbunden, nämlich mit den Allergien. Und in diesem Zusammenhang, da hört man oft die Theorie, dass wir heute ja nur deshalb so viele Allergien haben, weil unser Lebensstil so degeneriert geworden ist. Wir leben alle zu steril. Wir leben entfremdet von der Natur. Wir waschen uns nur noch die Hände und desinfizieren uns alle 2 Minuten. Und ich muss euch sagen, wirklich, kennt ihr jemanden, der so ist? Also sicherlich mag diese Hygienehypothese irgendwo eine gewisse Rolle spielen, aber ich sehe das schon ein bisschen differenzierter. Heutzutage gibt es scheinbar nur noch 2 extreme Sichtweisen. Entweder man verlässt sich ausschließlich auf die Vorgaben der Pharmaindustrie oder Schulmedizin. Und da nimmt man halt diverse Sprays und Tabletten und hofft, dass das genügt. Oder man begegnet den Betroffenen mit so einem Vorwurf, dass das alles nur noch deshalb ihre eigene Schuld ist, weil sie alle so ein unnatürliches Leben führen. Und meiner Erfahrung nach greift das einfach viel zu kurz, weil ich kenne doch viele Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind, die als Kinder in der Erde gespielt haben und Kontakt hatten zu Tieren, Nutztiere und Haustiere und die ständig im Freien draußen waren. Und die bekommen, Überraschung, Überraschung, trotzdem schwere Allergien. Also diese pauschalen Schuldzuweisungen, die sind einfach wirklich nicht hilfreich. Und wir sollten uns stattdessen mal sachlich fragen, wie könnten wir unser Immunsystem unterstützen? Und hier kommt der Reishi-Pilz, auch bekannt als glänzender Lackporling, ins Spiel. Der ist ein sehr bewährter Pilz aus der Naturheilkunde und in Japan zum Beispiel wird er sogar standardmäßig begleitend in der Krebstherapie eingesetzt. Bei Allergien ist er deshalb wirklich wertvoll, weil er Triterpene enthält. Das sind Stoffe, die wirken im Körper ähnlich wie ein natürliches Cortison und können die Histaminausschüttung hemmen. Und durch seine Polysaccharide wirkt er zudem noch modulierend auf das Immunsystem. Er bringt ein aktives System wieder in die Balance. Und darüber hinaus unterstützt der Reishi auch noch bei Bronchitis, Husten, Atemnot. Er ist für die Sauerstoffversorgung des Blutes und für die Stoffaufnahme, die wird verbessert. Und auch bei neurologischen Beschwerden wie Nervenschwäche oder innerer Unruhe oder auch Kraftlosigkeit kann er helfen. Und er wirkt auch entspannend auf die Muskulatur und das Nervensystem. Und dass ich diese Themen anspreche, das hat natürlich einen tieferen Grund. Ihr wisst ja, ich habe die Ausbildung gemacht zur TEM-Expertin. TEM steht für traditionell europäische Medizin. Und die betrachtet den Menschen ja auch jetzt nicht separat von der Natur, als hier muss ich was reparieren und da, sondern natürlich als eine Einheit. Und mein Bezug zur Natur ist für mich auch ein wesentlicher Teil meiner Künstlerseele. Für mich ist das Fließen von dem Wissen aus der europäischen Medizin und in die Malerei, das fließt zusammen. Wir sind ein Teil der Natur und ich liebe es einfach auch wirklich im Freien zu sein, die Heilkräuter mir anzuschauen. Ich finde einfach, wir gehören da hinaus in die Welt und deswegen möchte ich das gerne mit euch teilen. Also wenn euch das noch mehr interessiert, detailliertere Videos zu Heilkräutern oder auch Vitalpilzen, könnt ihr mir das gerne sagen. Ansonsten gebe ich euch hier einfach mal gerne einen Überblick, während ihr mir ein bisschen beim Malen zuschauen könnt. Habt ihr auch etwas gehört und könnt euch da gerne etwas näher selber schlau machen. Das würde mich freuen.